Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Deutsch-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das fast alle Menschen betrifft, das Smartphone und Social Media. Vielleicht hörst du diesen Podcast ja gerade auch auf deinem Handy. Viele von uns benutzen das Smartphone jeden Tag. Zum Schreiben, Telefonieren, Musik hören, Videos schauen, arbeiten und lernen. Das Handy kann sehr praktisch sein, aber manchmal macht es auch Stress. In dieser Folge fragen wir, wie hilft uns das Smartphone und ab wann wird es zu viel? Wenn wir morgens aufwachen, greifen viele von uns zuerst zum Handy. Wir schauen auf die Uhr, lesen Nachrichten, öffnen WhatsApp, Instagram, TikTok oder andere Apps. Schon vor dem Frühstück haben wir vielleicht 10 oder 20 neue Informationen gesehen. Nachrichten aus der Welt, Fotos von Freunden, Werbung, kurze Videos. Unser Kopf ist sofort voll. Das kann spannend sein, aber auch anstrengend. Früher, vor vielen Jahren, hatten die meisten Menschen nur ein Festnetztelefon und vielleicht einen Fernseher. Heute haben wir ein kleines Gerät in der Hand, das fast alles kann. Natürlich hat das Smartphone viele Vorteile. Wir können leicht mit der Familie und mit Freunden in anderen Städten oder Ländern sprechen. Eine Nachricht ist in einer Sekunde da. Wir können Fotos schicken, Sprachnachrichten aufnehmen oder Videoanrufe machen und die andere Person direkt sehen. Für Menschen, die in ein neues Land gezogen sind, ist das sehr wichtig. Sie können Kontakt zur Heimat halten und gleichzeitig Kontakte im neuen Land aufbauen. Außerdem hilft das Handy beim Organisieren. Wir können den Fahrplan von Bus und Bahn prüfen, Rezepte suchen, Notizen machen, Termine speichern oder mit einer Navigations-App den Weg finden. Auch zum Deutschlernen ist das Smartphone sehr praktisch. Es gibt viele Apps, Podcasts, Videos und Online-Übungen. Man kann Wörter nachschlagen, Grammatik erklären lassen, Texte hören und nachsprechen. Viele Menschen lernen heute zwischendurch, in der Bahn, in der Pause, im Wartezimmer, beim Arzt. Das wäre ohne Handy viel schwerer. Das Smartphone kann also wie ein kleiner Lehrer in der Tasche sein. Es hängt aber davon ab, wie wir es benutzen. Trotz der vielen Vorteile gibt es auch Probleme. Vielleicht kennst du das. Du willst nur kurz auf dein Handy schauen, vielleicht nur eine Nachricht lesen. Plötzlich sind 20 Minuten vorbei, weil du noch andere Nachrichten gelesen, Fotos angeschaut oder Videos geschaut hast. Social-Media-Apps sind so gemacht, dass wir lange dabei bleiben. Es kommen immer neue Bilder, neue Clips, neue Nachrichten. Das macht neugierig, aber manchmal auch abhängig. Manche Menschen sagen, ich kann gar nicht mehr aufhören zu scrollen. Am Ende fühlen sie sich müde und haben das Gefühl, Zeit verloren zu haben. Ein anderes Problem ist der ständige Vergleich mit anderen. Auf Instagram, TikTok oder Facebook sehen wir oft nur die schönsten Momente im Leben der anderen Menschen. Urlaubsfotos am Meer, perfekte Körper, tolle Wohnungen, romantische Beziehungen, teures Essen. Wir sehen selten die normalen oder schwierigen Seiten. Dann denken wir vielleicht, mein Leben ist viel langweiliger. Ich bin nicht so erfolgreich oder so schön. Das kann traurig machen oder Druck erzeugen. Dabei ist klar, niemand hat ein perfektes Leben. Auch nicht die Menschen mit den schönsten Fotos. Auch unsere Konzentration kann unter zu viel Handyzeit leiden. Wenn das Smartphone immer neben uns liegt und ständig Nachrichten und Signale sendet, fällt es schwer, lange bei einer Sache zu bleiben. Beim Lernen, Lesen, Arbeiten oder beim Gespräch mit einem anderen Menschen. Vielleicht kennst du Situationen, in denen du mit jemandem am Tisch sitzt, aber beide schauen immer wieder auf ihr Handy. Man ist zusammen und gleichzeitig nicht wirklich da. Manche Menschen sagen sogar, das Handy nimmt mir echte Zeit mit anderen Menschen weg. Wie können wir also einen guten Umgang mit Smartphone und Social Media finden? Ein wichtiger Schritt ist, ehrlich zu beobachten, wie wir das Handy benutzen. Du könntest einmal einen Tag lang aufschreiben, wie oft du dein Handy in die Hand nimmst und wofür du es benutzt. Vielleicht merkst du, manche Zeiten sind sinnvoll, zum Beispiel wenn du Deutsch lernst, mit deiner Familie schreibst oder wichtige Informationen suchst.
Andere Zeiten sind vielleicht nur Gewohnheit, zum Beispiel, wenn du ganz automatisch nach jeder kleinen Pause auf das Handy schaust, ohne dass es einen richtigen Grund gibt. Manche Menschen helfen sich mit kleinen Regeln. Eine Regel kann sein: Beim Essen liegt mein Handy nicht auf dem Tisch. So hast du Zeit, ruhig zu essen und mit den Menschen zu sprechen, die bei dir sind. Eine andere Regel kann sein: Eine Stunde vor dem Schlafengehen mache ich das Handy aus oder lege es in ein anderes Zimmer. Dann kann der Kopf besser zur Ruhe kommen und der Schlaf wird oft tiefer. Auch handyfreie Zonen können helfen, zum Beispiel das Schlafzimmer oder das Badezimmer. Wenn das Handy nicht immer neben dir liegt, bist du nicht ständig in Versuchung. Eine weitere Idee ist, bestimmte Zeiten bewusst für Social Media zu planen. Du kannst zum Beispiel sagen: Ich schaue zweimal am Tag für 10 oder 15 Minuten auf Instagram oder TikTok, nicht ständig zwischendurch. Wenn du vorher weißt, wann du das machst, ist die Gefahr kleiner, dass du sonst dauernd aufs Handy schaust. Es hilft auch, Benachrichtigungen auszuschalten, die nicht wichtig sind. Dann klingelt oder vibriert das Handy nicht so oft und du kannst länger konzentriert bleiben. Natürlich bedeutet ein bewusster Umgang mit dem Smartphone nicht, dass du gar keine Nachrichten mehr beantworten darfst oder dass Social Media immer schlecht sind. Sie können auch Freude machen, inspirieren, informieren und verbinden. Wichtig ist, dass du entscheidest, wie du sie benutzt und nicht die App. Du kannst dich fragen: Fühle ich mich nach dieser Zeit am Handy besser oder schlechter? Bin ich danach entspannt oder eher nervös und unzufrieden? Deine Antwort zeigt dir, ob du etwas ändern möchtest. Zum Schluss dieser Podcast-Folge möchte ich dich einladen, über dein eigenes Handyverhalten nachzudenken. Wie viele Stunden verbringst du ungefähr am Tag am Smartphone? Nutzt du es eher zum Lernen und für Kontakte oder verlierst du oft Zeit mit Dingen, die dir eigentlich gar nicht so wichtig sind? Gibt es eine kleine Veränderung, die du schon heute machen kannst? Vielleicht die Benachrichtigungen für eine App ausstellen, das Handy beim Essen weglegen oder jeden Tag eine halbe Stunde offline sein und etwas ohne Bildschirm machen. Spazieren gehen, ein Buch lesen, Musik ohne Handy hören oder mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprechen. Das Smartphone ist ein starkes Werkzeug und Social Media können eine interessante Welt sein. Aber wie bei vielen Dingen im Leben kommt es auf das Maß an. Wenn wir lernen, bewusst mit diesen Geräten umzugehen, können wir die Vorteile nutzen und die Nachteile kleiner machen. So bleibt mehr Zeit und Energie für das, was uns wirklich wichtig ist, für unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Hobbys und natürlich auch für das Deutschlernen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dieser Podcast hat dich zum Nachdenken gebracht und dir ein paar neue Wörter und Sätze auf Deutsch geschenkt. Vielleicht probierst du ja gleich heute eine kleine Handypause aus. Ich wünsche dir einen guten Tag mit ein bisschen Online und ein bisschen Offline und freue mich auf die nächste Folge mit dir.